Hi, ist der Christoph von The Intersphere. Ich bin der Sänger und Gitarrist und ich möchte heute mal ein bisschen über mein Gitarrensetup sprechen. Ich werde euch ein paar Gitarren vorstellen, die ich hauptsächlich für den The Intersphere Sound benutze, dann natürlich die ganzen Pedals und über den Amp sprechen, über den THC Amp. Viel Spaß dabei. Okay, dann fange ich mal mit den Gitarren an. Also das hier ist meine älteste Gitarre, ist jetzt mittlerweile schon 25 Jahre alt. Auch eine meiner ersten E-Gitarren gewesen damals, eine Lone Star Strat, die ich auch heute noch spiele. Hat einen Seymour Duncan Pickup hier hinten drin, also ein Humbucker. Ansonsten ist das alles von der Stange, aber mittlerweile einfach durch die Jahre ganz gut durch und angenudelt. Und ich habe das Gefühl, dass die über die Jahre immer besser klingt, auf jeden Fall. Und wir nutzen ja viele Open Tunings bei The Intersphere und das ist eine Gitarre, die hauptsächlich in den nicht ganz so tiefen Tunings zu Hause ist, also meistens auf D, Cis, maximal C. Und, aber die macht es mittlerweile ganz gut mit, die ganze Herumstimmerei. Dann gehe ich chronologisch weiter, dann habe ich hier eine PAS Standard 22 von 97 habe ich damals gekauft, mit geleimtem Hals, ja, Goldtop, mit diesem 5-Weg-Schalter hier, wo man die ganzen Pickup-Settings umschalten kann. Interessanterweise war eigentlich die Gitarre am Anfang von der Vorgängerband, also Hesslers, und am Anfang bei Intersphere interessanter, da habe ich die häufiger gespielt, weil die einfach ein bisschen fetter klingt. Also wir haben ja früher mit viel mehr Zerre gespielt, was in den Jahren sich immer mehr geändert hat. Also der Gitarrensound wurde im Prinzip immer dengeliger und ein bisschen dünner oder spezieller dann auch in Form von Fass-Sounds und so weiter. Und früher habe ich halt hauptsächlich wegen so High-Gain-Sounds gespielt in den Anfängen von The Intersphere und da habe ich die Gitarre sehr oft benutzt. Aber nichtsdestotrotz ist die Gitarre gerade auch für Pickings oder sehr warme Gitarrensounds, zum Beispiel bei Intersphere's Atmospheres, dem Song, spiele ich die Gitarre schon seit Jahren, weil die genau den Sound liefert, den man für den Song braucht. Und ja, deshalb spiele ich die Gitarre sehr gerne. Ist halt relativ dunkel und relativ fett, aber für so Rhythmus und Liedsachen natürlich ziemlich cool. So, und dann haben wir hier noch die Twangmeister, das ist jetzt so der Neuzugang sozusagen oder die letzte Gitarre, die ich mir gekauft habe. Und das ist so ein bisschen die Quintessenz aus meiner Suche nach einer Gitarre, die den Intersphere Sound am besten widerspiegelt. Und ich habe dann mit Nick Huber selbst darüber gesprochen, welches Modell für mich das Beste wäre. Und wir sind dann bei der Twangmeister hängen geblieben, weil ich so einen dengeligen, aber trotzdem gehaltvollen Ton gesucht habe, der die Akkorde ziemlich gut auflöst, weil wir spielen ja die ganze Zeit mit den Open Tunings und ziemlich breite Akkorde mit vielen Optionstönen drin. Und bei der Gitarre ist das echt richtig krass. Also ich kann das gar nicht wirklich beschreiben. Also wenn man so einen offenen Akkord spielt, dann auch mit Verzerrung, wie gut der auflöst bis in die höchsten Lagen, weil die Gitarre eben auch extrem bunt rein ist und auch bei unserer Hin- und Herstimmerei von oben nach unten, von links nach rechts irgendwie das einfach gut mitträgt. Das hat mir bisher auch jeder Backliner bisher bestätigt. Ich habe hier vorne einen P90 drin, der hat so ein paar Eigenheiten, ein paar weniger Wicklungen als normal, damit man eben also in Häusel-Pickups, dass man eben diese arpeggierten Akkorde, dass die so ein bisschen pähliger werden und nicht ganz so muffig. Und hinten ist eigentlich der Pickup von der Stange von der Twangmeister drin. Ansonsten ist es auch die Gitarre von der Stange, der Hals ist ein bisschen fetter. Ich mag das sehr gern, wenn einfach der Hals, wenn man richtig was in der Hand hat. Das ist ein Ahornhals, Body ist Sumpfesche. Ist relativ schwer, die Gitarre, aber klingt halt wirklich im Vergleich zu einer Tele extrem fett und hat einen geilen Ton. So. Also dass eben auch also es klingt dann nicht so ausgehöhlt, sondern es hat noch extrem gute Mitten und das war mir sehr wichtig bei der Gitarre. Ja, ich
spiele live natürlich auch noch ein paar andere Gitarren. Ich habe noch eine Gibson SG und eine Les Paul zum Beispiel. Also wer bei uns auf Konzerten war, hat es mit Sicherheit schon gesehen. Das ist aber eigentlich, hat es damit was zu tun, dass wir eben so viele Open Tunings haben und wir extrem viele Gitarren live mitnehmen müssen, um das leisten zu können, dass wir möglichst schnell dann die Gitarren wechseln und dass dann auch bei jedem Gitarrenanfang dann auch die Gitarren in Stimmung sind. Aber die Twangmeister ist wirklich zu meiner Hauptgitarre geworden und eigentlich bin ich Strat-Spieler schon immer gewesen. Damit habe ich angefangen und also das sind meine liebsten Gitarren. Okay, kommen wir zum Amp. Also das ist mein THC-Amp, den ich jetzt schon seit 5 Jahren spiele. Ich habe vorher mit verschiedenen Amps rumexperimentiert. Ich habe jahrelang am Anfang einen Mesa Heartbreaker gespielt, mit diversen Pedalen vorne dran, dann ganz lang ein 800er Marshall. Bis wir dann vor 5, 6 Jahren dann Besuch hatten von Volker Büchle, der damals einfach das komplette Sortiment von THC uns in den Proberaum gestellt hat und uns da mal eine Woche Zeit gegeben hat, die Sachen auszuprobieren. THC, die Firma gibt es mittlerweile nicht mehr. Thomas Eich, der ist auch in Nordhessen angesiedelt, baut jetzt mittlerweile unter Eich Amps, unter einer neuen Firma. Die Amps gab es praktisch nur so 2-3 Jahre lang. Und das ist ein Vollrohren-Top-Teil, ist komplett handverdrahtet, hat 38 Watt und macht den Sound mit 4, 6 V6 Röhren. Also das heißt ein Vollröhren-Amp. Ein Kanal, ist leider mega laut. Ich fahre den auf Halbgas und auch immer mit dem... Soll ich einfach weitermachen? Ja. Der Booster ist immer an, damit einfach ein bisschen mehr Zerre passiert, weil ansonsten wäre das noch unerträglicher von der Lautstärke, aber er klingt leider geil. Ich habe als Grundsound praktisch nur so einen Crunch-Sound, der eingestellt ist, also der zerrt so ganz leicht an und er hat eine riesige Dynamik-Range. Das heißt, wenn ich ganz sachte spiele und so ein bisschen Volume wegnehme, habe ich einen mega Clean-Sound. Und wenn ich dann alles aufmache und entsprechend nach reinhau, dann wird wirklich dieser Sound, der aus meinen Fingern kommt und die ganze Emotion, die da drin steckt, wird super übertragen mit dem Amp. Und was bei dem Amp halt auch super ist, was ich jahrelang gesucht habe, war eben so eine Zerre, die offenen Akkorde, die wir wieder spielen mit diesen ganzen Open Tunings, schön sauber rüberbringt und auch so ein bisschen dreidimensional, dass die einfach mega gut aufgelöst sind, dann nicht so eine Matsche-Patsche dann gibt, wenn man so ganz breite Akkorde über 6 Seiten mit viel Optionstönen spielt. Das macht der Amp wirklich gut. Und ich spiele den Amp, ich habe auch ein paar Sachen ausprobiert, aber eigentlich immer noch über meine Mesa-Box. Die hatte ich wirklich von Anfang an, da habe ich schon immer alle Amps drüber gespielt. Das ist die größere Version. Und das kommt der Sachen so ein bisschen entgegen, weil wir auch mit tiefen Tunings spielen. Das heißt, die Box ist mega stabil in den Bässen und überträgt einfach auch die ganz tiefen Sachen super steif einfach so. Also die lässt sich durch nichts erschüttern. Ich hatte schon ganz viele Amps dann auch an alten Marshall-Boxen dranhängen oder auch an so Highwatt-Boxen oder Orange. Und da hatte ich immer das Gefühl, dass die Boxen dann irgendwann in die Knie gehen, wenn es zu tief wird und zu heftig mit irgendwelchen moderneren Fass-Sounds. Und bei der Mesa-Box, der ist es einfach alles total egal. Die plätt einfach vor sich hin. Und also für mich ist das, wir haben bei den ganzen Albumproduktionen, also seit Relations in the Unseen spiele ich den Amp. Und wir haben einen riesen Shootout gemacht mit ganz vielen Amps, die im Studio waren, von Highwatt über Orange, Marshalls, bla bla bla. Und es war aber einfach so, dass der Amp gerade den Sound, den ich gesucht habe, am besten in Verbindung mit der Mesa-Box rübergebracht hat. Also dieses offene und dieses dynamische, aber trotzdem dann auch diese Größe durch diese komplette Range von den tiefen Bassseiten bis diese hohe Auflösung in der Akkorde. Und ja, also ist jetzt mein Setup
Und das hat sich jetzt ganz gut gefestigt in den letzten 5 Jahren. Kommen wir nun zu den Pedalen. Wir sind jetzt mittlerweile umgezogen, da es im Raum mit den lauten Amps dann doch etwas zu brutal gewesen wäre. Wir sind jetzt hier in der Regie, haben jetzt die Boxen nach draußen gestellt und hören halt mal den Sound hier über die Boxen ab, beziehungsweise wir haben unsere Live-Mikrofone dran, die PR30 von Heil. Ich möchte jetzt zuerst mal ganz kurz den Signalfluss von dem Pedalboard erklären. Ich habe über die ganzen Jahre extrem viel Pedale ausprobiert und habe ganz viele Sachen gesammelt und es hat sich auch extrem viel verändert in meinem Sound. Und seit letztem Jahr habe ich jetzt endlich auch, nachdem ich jahrelang mir die Sachen selbst zusammengebaut habe und irgendwie selbst zusammengelötet habe und so weiter, habe ich das jetzt einmal richtig machen lassen, also mir ein richtig cooles Pedalboard bauen lassen. Von Looperwerk heißt die Firma, das ist der Konstantin in der Nähe von Stuttgart, der baut die Boards und macht auch die ganzen Verkabelungen, die ganzen Ideen, aber da sage ich gleich nochmal was dazu. Und ich hatte früher die Pedale alle in Reihe geschaltet, also alle hintereinander und gehen dann auch in den Amp rein. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ein Ein-Kanal-Amp, der nur so leicht angezählt ist. Das heißt, die ganzen Pedale sind vorgeschaltet. Es gibt keinen Effektloop oder sowas, sondern ich habe alles vorne dran und schicke auch Hall, Delays und was weiß ich, alles in den Amp rein. Funktioniert auch gut mit dem THC. Hatte ich früher beispielsweise bei dem Mesa extrem Probleme, dass es dann total verwaschen war, diese ganzen Hallfahren und so weiter. Bei dem THC funktioniert es mega gut. Genau, ich habe also mir das Board vor knapp 2 Jahren bauen lassen und das Herzstück ist jetzt hier dieses Switching-System hier von Boss, der ES8. Der es mir ermöglicht, natürlich mehr Effekte auf einmal dann umzuschalten, was früher für mich immer ein extremer Stepptanz war, weil ich dann auf mehrere Pedale drücken musste beim Übergang von Strophe auf Refrain und so weiter und so fort. Also immer relativ stressig und das erleichtert jetzt einiges. So, okay, wir kommen mal zu dem Signalfluss und dann erläutere ich noch ganz kurz, wie die Loops aufgebaut sind. Also ich gehe hier an der Seite rein mit der Gitarre, dann geht es hier über den Peterson-Tuner. Mit dem kann ich dann auch immer alles muten zum Stimmen und so weiter. Genau, und von dort aus geht das Signal dann hier in den ES8. Und von dort aus, von dem ES8, habe ich dann insgesamt 8 Loops, ES8, die ich dann in die einzelnen Pedalketten gehen kann. Und es gibt bei mir, also der erste Loop sind vorgeschaltet das Whammy und der POC. Dann der zweite, also Whammy, POC und Smallstone für ganz spezielle Sounds dann. Dann Loop 2 sind hier verschiedene Zerre, die alle in Reihe geschaltet sind, die ich dann für verschiedene Songs nutze. Und noch zusätzlich in diesem Loop ist hier noch der Guest Loop drin. Das heißt, wenn ich ein neues Pedal ausprobieren will, wenn ich jetzt was Neues bekomme und dann hänge ich das einfach hier mit dran und das ist dann auch auf dem Zweier-Loop mit drauf. Also da kann ich das dann einfach dazu schalten, muss hier nichts auseinanderbauen oder irgendwas komisch dann wegbauen oder sonst irgendwas. Also einfach nur hier rein und dann ist das neue Pedal, was dann hier steht, in dem Zweier-Loop mit drin. Dann Loop 3 ist der KMA Octaver, das ist so ein Fass-Octaver. Dann Loop 4 ist die Box of Rock, die nutze ich ziemlich viel. Deshalb hat die einen eigenen Loop bekommen, weil ich da auch verschiedene Sachen mitmache. Ebenso die Fuzz Factory, die ist auf Loop 5. Das Gerät ist sehr, sehr speziell. Also das ist auch, da habe ich auch die ganzen Jahre mit herum experimentiert, weil die je nachdem hinter welchem anderen Sound, hinter welchem anderen Pedal dann diese Fuzz Factory kommt, verhält die sich komplett anders. Und ich habe jetzt im Prinzip die Loops genauso aufgebaut, wie ich früher auch meine Effekte hintereinander geschaltet hatte. Also auch da war immer die Fuzz Factory zum Schluss dran von den ganzen Zerre-Pedalen, weil weiter vorne macht die irgendwie komische Sachen. Dann Loop 6 ist mein
Diamond Boost. Da erzähle ich dann gleich nochmal ein bisschen was dazu, weil das Gerät auch sehr, sehr speziell ist oder beziehungsweise sehr wichtig für meinen Sound. Loop 7 ist der Delay Loop, da ist Timeline, Strymon drin und das Giga Delay, also beide in einem Loop. Manchmal nutze ich sogar beide, je nachdem, sage ich dann auch gleich nochmal was dazu. Und Loop 8 ist Big Sky, also der Reverb dann auch ganz hinten in der Kette. Das war für mich am einfachsten, das auch genauso anzulegen wie vorher, als ich die ganzen Effekte sowieso hintereinander geschaltet hatte. Das war für mich von der Denkweise einfacher. Natürlich kann ich hier in dem ES8 kann ich alles hin und her schieben, wie ich will. Also ich kann die Loops verändern und also da geht wirklich alles mit diesem Gerät. Ich habe damit auch die ganzen Delay-Zeiten und die ganzen Programme über MIDI gesteuert. Das war für mich zum Beispiel so ein Punkt, dass ich vorher, als ich noch die ganzen Effekte einzeln angesteuert habe, habe ich die ganzen Möglichkeiten der Strymon-Geräte beispielsweise nie ausschöpfen können, weil ich gar keine Zeit hatte, dann noch irgendwie die ganzen Presets dann umzuschalten. Also ich habe da meistens immer nur 1, 2 verschiedene Delay-Sounds genommen und 1, 2 Hall und das war's. Und jetzt, nachdem ich eben das Pedalboard habe und habe dann auch mir wirklich Gedanken gemacht über jeden einzelnen Sound oder teilweise auch, was wir im Studio gemacht haben, habe ich dann die Sachen auch nachgebaut und habe mir dann für jeden einzelnen Song verschiedene Hall-Setups, verschiedene Delays, auch mit Filter und was weiß ich. Also da habe ich dann erstmal die Möglichkeiten von den Geräten so wirklich ausschöpfen können. Und die sind wirklich vielfältig. Also da gibt es so unfassbar viele verschiedene Delay-Sounds in den beiden Geräten und Hall-Sounds. Also es ist fast unerschöpflich. Genau, hier ist dann alles praktisch verlötet worden, also sind dann keine, ich hatte vorher George L-Kabel, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die kann man auf die Längen zuschneiden und dann schraubt man die praktisch nur zusammen. Da war es allerdings so, dass die nach den ganzen Jahren gab es dann Korrosion und es wurde dann einfach, es gab halt Wackelkontakte ohne Ende und man musste die dann immer wieder zusammenschrauben und ich wollte das einfach einmal richtig haben, deshalb sind es jetzt auch alles verlötete Kabel mit Sommercable und so, also gutes Zeug, einfach, dass das möglichst lang hält und und auch gut klingt. So, wir haben auch darauf geachtet, dass praktisch möglichst wenig Kabel verbaut wird, sodass die Kabelwege dann einfach nicht so mega lang sind. Was gibt's noch? Es gibt hier unten noch eine Leiste. Also ich kann praktisch hier über diese Regler dann auch Funktionen von den Strymonern ansteuern. Also zum Beispiel auch so Halftime abspielen gibt es dann, oder man könnte auch die Recording-Funktion hier unten drauflegen, dass man so Loops aufnimmt und so weiter und so fort. Ich habe dann viele Sachen einfach auch mal so in Voraussicht bauen lassen. Vielleicht brauchen wir es irgendwann. Ich habe es jetzt das noch nicht so oft live gebraucht, aber vielleicht irgendwann. Und das hier ist dann nochmal ein Tab-Schalter für das Giga-Delay. Also dieser Schalter hier ganz außen. Um dann eventuell, wenn wir spielen ja auch ab und zu dann Parts, wo wir dann zum Beispiel das Ende von Google Earth, das jedes Mal anders ist, das wird dann mehr oder weniger improvisiert, hat immer dann verschiedene Tempi und so weiter und so fort. Und dann kann ich dann einfach auch hier mitgehen, oder wenn wir so ein Ende dann zusammenspielen, wenn wir rausgehen aus den Tempi. Bei Intersphere ist es so, dass wir die meisten Songs auf Klick spielen. Das heißt, das ist Originaltempo wie die Studioaufnahme. Das heißt aber auch für mich dann, dass ich wirklich alles abspeichern kann hier über MIDI und habe dann die entsprechenden Delay-Zeiten, die ganzen Hall-Zeiten und so. Das ist dann wirklich alles abgestimmt und ich schalte dann hier das Programm um und habe dann direkt meine Delay- und Hall-Zeiten über MIDI gesteuert. Ich habe dann mir praktisch auch für jeden Song eine Bank gemacht. Also ich habe hier 99 Bänke in dem ES8 und habe dann wirklich für jeden Song von uns, weil wir haben ja noch keine 99 Songs, aber so um die 60, habe ich dann für jeden Song eine Bank gemacht und habe mir dann auf die einzelnen
taste dann die verschiedenen Sounds für Strophe, für Refrain, für irgendeinen Solo-Sound, dann irgendeinen Fass-Sound und so weiter. Und da gibt es auch so ein bisschen so ein System für mich, dass ich dann auch immer ungefähr weiß, wo was ist. Also Fass ist zum Beispiel immer 4, so da bei jedem Song, dass ich dann einfach dann nicht mir noch zusätzlich merken muss, wo ich jetzt die einzelnen Sounds abgelegt habe. Das wäre total bescheuert. Was gibt's noch? Ja genau, also momentan fahre ich noch Mono, es ist aber auch schon so praktisch hergerichtet worden, das ganze Board, dass ich das am Ende auch Stereo nutzen könnte, also mit 2 Amps. Genau. Und dann gibt es hier noch so USB-Lampen, was sehr vorteilhaft, wenn wir Lichttechniker dabei haben und es wirklich zwischen den Songs extrem dunkel ist. Das war mir wichtig, dass man eben auch so ein bisschen Licht auf dem Board hat. Das hat der Konstantin auch super hinbekommen. Und das ist praktisch, das ganze Board ist exakt ausgemessen worden. Wir haben einen Plan gemacht, wie wir alles hier zusammenbauen, wie die ganzen Effekte angeordnet sind. Und danach wurde dann die Größe bestimmt und am Ende dann auch, wie viele Stockwerke das Board hat. Hier unten ist noch ein von Kiox diese Pedal Power Schokolade heißt es genau, das ist hier unten dran und da gibt es 5 Millionen Anschlüsse für alle möglichen Pedale dieser Welt mit allen Voltzahlen oder zum Beispiel auch für die Fuzz Factory, total lustig, auch ein Schalter, wo man stufenlos die Voltzahl einstellen kann und dann kann man da mal ausprobieren, wie sich die Fuzz Factory verhält beispielsweise. Ja, super Netzteil, da brummt nichts und so und ist mega stabil und hält auch die ganze Zeit irgendwie die Spannung. Und ich habe das Gefühl, seitdem auch das Kiox da dran hängt, klingen auch alle Sachen ein bisschen besser. Okay, dann kommen wir mal zu ein paar Sounds. Ich fange mal an bei meinem Grundsound. Ich drehe jetzt einfach mal hier hoch. Genau, das ist jetzt der Sound, der aus meinem Amp kommt. Also hier ohne irgendein Pedal vorne dran. Gitarre, THC, Mesa-Box und dann in das PR30 von Heil abgenommen. Hier jetzt im Studio über diesen Neve Preamp, ist ja egal. Genau, und dann ist es so, also wie ihr hört, ist es ja ziemlich clean. Es zählt nur so ganz leicht an. Und hat aber schon eine krasse Dynamik einfach. Genau, und dann für meinen Grundsound, den baue ich eigentlich aus 2 verschiedenen Boostern. Ich habe einmal hier die Box of Rock, die hat so einen Booster eingebaut. Das ist Booster Nummer 1. Also macht nur so ein bisschen was, gibt da so ein bisschen Treble Boost, ein bisschen mehr Hochmitten, ein bisschen mehr Höhen dazu. So, aber das eigentliche, was mein Grundsound macht, ist der Diamond Boost. Ich schalte mal kurz an. Also wie ihr hört, da kommt einiges an Gain dann dazu, also der Amp wird dann so richtig angepustet und ich habe so das Gefühl immer, dass der Gitarrensound so ein bisschen anfängt zu kochen, als wäre der auch so, also ist natürlich dann auch durch das Anboosten dann so komprimierter einfach und ich mag das total gern. Genau. Das ist mein Grundsound zum Beispiel halt auch bei Thanks for Nothing. Genau. Und ja, ich möchte mal ganz kurz noch ein bisschen was zu dem Diamond Boost erzählen. Also wir haben den Diamond Boost damals empfohlen bekommen von Fabio Trentini, der die Interspheres Atmospheres Platte produziert hat. Und ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Pedal geworden. Ich nutze es eigentlich bei allen Aufnahmen. Bei mir ist der Diamond Boost auch fast immer an. Und das Interessante ist daran, dass der Diamond Boost nicht einfach nur ein Gain, also ein Booster ist, sondern hat auch noch ein EQ eingebaut.
Und das Coole daran ist, dass man sich einen Mittenbereich aussuchen kann, den man dann zum Beispiel boostet oder absenken kann. Und je nachdem, welche Gitarre man spielt, ist es halt extrem hilfreich, um einen möglichst konkreten Sound hinzubekommen. Und bei so Dengelgitarren, bei einer Twangmeister oder bei einer Tele ist ja ganz oft so, dass die Gitarren dann einfach auch ein bisschen zu wenig Mittenton haben. Die klingen häufig so ausgehöhlt. Und mit dem Diamond Boost kann man da echt richtig geile Mitten dann wieder zurückdrehen. Und zum Beispiel auch den Amp dann je nach Gitarre dann anpusten, damit die Gitarre einen schönen Ton bekommt. Ich kann ja mal ganz kurz hier mal durchsweepen bei den Mitten. Das wäre jetzt mal ohne den IQ drin. Das jetzt mit, also ihr hört, dass oben einfach so ein bisschen mehr Hochmitten oder auch in diesem quäkigen Bereich mit dazukommen, aber die sind einfach extrem wichtig, damit man die Gitarre gut wahrnimmt im Mix und dass sie einfach tonal eine gute Information hat, um auch die ganzen Töne rauszuhören. Das klingt vielleicht alleine manchmal so ein bisschen quäkig und so ein bisschen nervig, aber im Zusammenhang, das ist immer das Wichtigste, es muss im Zusammenhang extrem gut klingen. Macht es total Sinn, also für uns hat es auf jeden Fall so herauskristallisiert, dass es total viel Sinn macht, aber auch Thomas den Diamond Boost auf seinem Board hat, dass man da eben Gitarrensounds basteln kann, die man auch so ein bisschen auseinanderziehen kann, dass jeder so ein bisschen einen anderen Sound hat und dadurch auch so Picking-Gitarren oder diese breiten Chords mit diesen offenen Stimmungen, die wir spielen, dass man die einfach gut raushören kann in diesem ganzen Lärm mit mega lautem Schlagzeug und verzerrtem Bass und so weiter und so fort. Genau, also Diamond Boost, extrem gutes Pedal, für mich Art Game Changer damals vor 10 Jahren, weil man da extrem viel rumschrauben kann und je nach Amp und Gitarre dann jedes Mal richtig schöne Mitten rausholen kann aus dem Gitarrensound. Genau, und das ist mein Grundsound, also der geht durch 2 Booster durch. Diamond Boost, Box of Rock Boost, der leicht eingestellt ist. So, und dann gibt es hier im Loop 2 waren ja verschiedene Zerrer. Ich habe zum Beispiel hier den OCD. Der ist ziemlich mittig auch. Ich schalte ihn mal an. Genau, der klingt auch an sich echt richtig krass mittig, aber im Zusammenhang macht er einfach einen guten Ton, der sich durchsetzt, sodass man das Riff eben gut hört. Oder zum Beispiel der Wurm nebendran. Genau, ja, von Grand Delusion. Ist ein extrem eigenständiger Zerrer, klingt eigentlich fast wie von einer Death Metal Band. Ich fand es ziemlich cool, gerade in Verbindung auch mit dem Octaver. Genau, also kann man relativ spezielle Sounds damit machen. Also der Loop 2 ist für mich einfach, den schalte ich dann immer um, je nach Song, was gebraucht wird. Der Full Drive beispielsweise ist so ein bisschen, also ist nur so für mich nutze ich den eher so als Crunch-Verzerrer, der einfach noch so mal ein bisschen was dazu gibt, um dann auch so krasse Höhenspitzen dann absenkt. Der macht es ein bisschen weicher.
Genau, was ich auch vor 2 Jahren erst wieder als neu gekauft habe, waren diese KMA-Machines-Sachen. Und das eine habe ich ja gerade eben schon mal gezeigt, diese Death Metal-mäßige Verzerrer-Wurm oder Worm, wie man es auch immer nennen mag. Oder dann hier, das ist so ein Octaver-Fass. Und der ist eigentlich zu meinem Haupt Assi-Zerre geworden, gerade auf der letzten Platte. Einmal mit einer leichten Oktave nach unten, so ein Stück ein bisschen nach oben. Und was aber das Wichtigste oder für mich das Coolste an diesem Pedal ist dieser sogenannte Clean-Knopf, wo man eben Direktsignal dazu mischen kann. Das heißt, ich habe so das Gefühl, dass ungefähr die Hälfte Original THC-Amp ist mit den ganzen Boostern drin. Und dann wird der Fass-Sound damit zugemischt. Und es wird dann eben nicht so matchy, sondern man hat die Ansprache und die Transienten von dem THC und aber die Fatness und den Octaver-Sound von dem KMA Machines. Ich zeige das mal ganz kurz. Genau, das ist jetzt der Octaver-Sound. Ich gucke nochmal, was genau. Also Octaver wieder in Verbindung mit der Box of Rock, mit dem Booster und Diamond Boost. Was wir extrem oft auch machen, ist, dass wir diese großen Hall-Gitarren, diese großen Hall- und Delay-Gitarren spielen, gerade bei Melodien. Und jetzt auch hier bei dem Beispiel Might Over Matter. Genau, das ist jetzt zum Beispiel wieder mein Grundsound, Diamond Boost, Box of Rock plus Delay Loop. Das heißt, das Signal geht erst in das Giga-Delay, dann in das Timeline und dann das Ganze nochmal in den Reverb. Und was wir ganz häufig machen bei dem Giga-Delay oder bei den Boss-Effekt-Pedalen gibt es den sogenannten Warp-Mode. Das ist so ein bisschen wie so ein Haltepedal. Man spielt eine Note und solange man auf dem Pedal bleibt, wird die eben gehalten und man kann dann auch so Swells machen. Die sich dann so aufschaukeln und durch dass das Haltepedal-mäßige Delay in das Timeline reingeht, mit hier jetzt zum Beispiel so ein modulierendes Tape-Delay eingestellt, plus dann noch in den Big Sky im Cloud-Modus kann man natürlich hier so einen riesengroßen Hall-Sound dann bauen. Und das machen wir ganz oft, das macht der Thomas auch, mit ein paar anderen Tools noch, die er euch dann noch zeigen wird. Genau, also das ist auf jeden Fall, ich spiele nochmal ganz kurz das Ende von Mind Over Matter. Okay, das waren die Delay-Geschichten, also die nutzen wir ganz häufig. Durch die Möglichkeit des ES8 kann ich praktisch die ganzen Delay-Zeiten und auch die ganzen Effektprogramme hier über MIDI abspeichern. Was ich vorher hatte ich kaum Möglichkeiten, die Möglichkeiten der Geräte überhaupt auszunutzen. Jetzt habe ich mir wirklich für die einzelnen Songs entsprechende Hall-Presets und Delay-Setups und so zusammengesucht und mir zusammengebaut. Genau, die jetzt fast eigentlich dem Studio-Sound entsprechen. So, was gibt's noch? Was ich häufig nutze, ist halt der POC, der macht oftmals so eine Suboktave nach unten, manchmal nach oben in Verbindung mit den ganzen Fasspedalen oder eben auch in Verbindung mit dem OCD. Wenn mir das dann wirklich zu mittig und zu wenig Saft untenrum hat, drehe ich ganz häufig noch so ganz leicht so eine Oktave rein. Und was ich früher noch viel häufiger benutzt habe, die letzte Zeit eigentlich nicht mehr so viel, aber früher bei ganz vielen Songs ist das Whammy von Digitech. Das ist noch eins der
der alten, ich glaube es ist das 2er-Modell. Und zum Beispiel der Anfang von Tear Down the Wall. Ihr hört es im Nachklang, dass das so eiert. Mich haben schon ganz viele Leute gefragt, wie das gespielt wurde. Also im Prinzip, wenn ich das jetzt ohne das Whammy spiele, klingt es total unspektakulär. Ich spiele immer den gleichen Akkord. Genau. Und das Whammy macht entweder die Dur-Tats dazu oder die Moll-Tats. Genau, und das ist eigentlich alles. Der ganze Song lebt davon, zwischen dem Wechsel zwischen Dur und Moll. Was auch cool ist an dem Whammy beispielsweise, ist, dass das so, also für mich führt das Teil ein Eigenleben. Das macht ganz komische Sachen im Winter, wenn wir auf Tour sind. Schafft es ganz oft im Soundcheck, wenn die Sachen frisch aus dem Bus rauskommen, es noch ganz kalt ist, schafft das Whammy die Oktave nicht, sondern macht nur eine große Septime. Oder es rauscht noch viel mehr. Oder es klingt so wie gerade eben, so total kaputt im Ausklang. Und ich finde, das macht aber den Charme von diesem Teil aus. Finde ich ziemlich cool. Dann gibt es noch den Smallstone Phaser, auch schon, habe ich mir auch schon vor Jahren gekauft, noch von Electro Harmonix. Ist halt für so Effektsachen einfach. Meistens nutze ich den relativ krass eingestellt, sodass man eben auch hört, was da passiert. So, was gibt's noch? Die Fuzz Factory gibt's noch. Auch ein sehr, sehr spezielles Fuzz-Pedal. Also ist halt für extrem spezielle Sounds einfach. Also ich habe das früher häufiger benutzt, aber durch das, also der KMA Machines hat jetzt der Fuzz Factory so ein bisschen den Rang abgelaufen, weil man da eben das Direktsignal dazu mischen kann. Der klingt im Ende und im Bandzusammenhang einfach fetter, und die Fuzz Factory ist jetzt so wirklich zum reinen Fuzz-Effekt-Pedal geworden, wo man extrem komische Sachen mitmachen kann. Was bei der Fuzz Factory auch cool ist, dass man die mit allen möglichen Voltzahlen ansteuern kann, und jedes Mal passiert irgendwas Komisches. Ich habe hier unter dem Board ja dieses Kiox Pedal Power, und da gibt es unter anderem auch einen Anschluss, wo man stufenlos die Voltzahl einstellen kann, die man jeweils an die Pedale schickt, und das ist bei der Fuzz Factory extrem interessant, mal zu hören, was da passiert. Also da gibt es ja zum Beispiel auch genau, also da passieren einfach total wilde Sachen, und ja, interessantes Pedal. Thomas hat sich welche selbst gebaut, da wird er mit Sicherheit dann später auch noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Genau, soweit von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte mal ein bisschen was euch näher bringen, was den Intes 4 Sound betrifft und die ganzen Pedale, wie wir die nutzen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.